Hinter mir steht ein neues Fahrzeug, das kennt ihr schon seit unserem Video vom letzten Caravansalon in Düsseldorf 2023. Jetzt steht er hier in Versmold und ich darf mir heute das Fahrzeug exklusiv nochmal anschauen, so ganz ohne Messestress und ja, viele Leute, die drum rumlaufen, sondern wirklich ganz, ganz exklusiv. Ich zusammen mit dem lieben Oliver Quakernack vom Ford Store Hagemeyer. Hallo lieber Oliver. Hallo. Es ist schön, dass ich heute mal wieder hier sein darf bei euch und dass wir uns wirklich die Chance, dass du uns die Chance geben kannst, dass wir uns den Nugget mal so richtig in Ruhe nochmal anschauen. Und vor allem das Beste ist, wir haben nämlich zu dem Nugget noch ein, ich will nicht sagen Konkurrenzfahrzeug da, sondern praktisch ein Mitbewerber. Ich sage immer den Pendanten, das Gegenstück. Genau, ja. Das ist nämlich der Copa 500. Und die Fahrzeuge sind wirklich grundverschieden, aber beide auf ihre Weise interessant. Genau, und vor allem die basieren beide auf dem neuen Ford Transit Custom V710. Das heißt, wir haben hier also wie gesagt den neuen Nugget stehen und den Copa C500 von Bürstner. Wir müssen aber gleich von Anfang an dazu sagen, das sind beides noch Prototypen. Exakt. Ne? Und das sieht man auch an der einen oder anderen Stelle. Zumal gerade hier das Fahrzeug, was hinter uns steht, der weiße Ford Nugget, ist das Fahrzeug, was momentan hier auf allen Messen rumgereicht wird und von Ford-Händler zu Ford-Händler wechselt. Und das sieht man schon an der einen oder anderen Stelle, dass es ein bisschen abgegriffen ist. Aber das tut dem ganzen Video keinen Abbruch. Das heißt also, wir können ja trotzdem viele Sachen zeigen. Ja, also wenn ich gucke, dafür, dass er auf so vielen Messen war, sieht er noch richtig gut aus. Okay, ja. Aber wir haben auf jeden Fall hier schon eben ein bisschen einen Blick durchgeworfen und ja, wir sind sehr gespannt. Wir wollen kein klassisches Vergleichsvideo machen zwischen den beiden Fahrzeugen, sondern wollen einfach mal so die Vorzüge der beiden Konzepte vom Ford Nugget und vom Copa Bürstner C500 einfach mal aufzeigen und mal versuchen herauszustellen, für welche Zielgruppe denn diese beiden Fahrzeuge am besten geeignet sind. Ne? Dann machen wir das. Und dann legen wir los. Weiter geht's nach dem Intro. Und wenn euch das gefällt, dann lasst gerne mal ein Abo da, drückt den Like-Button und wir sehen uns dann gleich. Ja, Weltneuheit, der neue Ford Nugget, wie gesagt, vorgestellt letztes Jahr im August auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Man kann ihn aber noch nicht bekommen, Oliver, ne? Also die ersten sind noch nicht gebaut, also ja. Unsere Kunden müssen sich leider noch ein bisschen gedulden, aber ich muss sagen, es lohnt sich. Ja. Und wie sieht das aus mit dem Bürstner? Der steht hier nämlich hier direkt auf der anderen Seite. Ja, bei den Bürstnern, da konnten wir schon einen bunten Blumenstrauß bestellen, also schon mit Allradantrieb, mit Schaltgetriebe, mit verschiedenen. Aber auch Bürstner wartet noch auf Chassis von Ford. Denn es ist so, wenn ein neues Modell rauskommt, von Grund auf neues Modell wie der Transit, die können nicht immer gleich alles auf einmal bauen, das funktioniert nicht. Der hat hunderte verschiedene Varianten und die Version, die wir für die Camper brauchen, für den Copa und für den Nugget, die wird aktuell gerade jetzt produziert und ich hoffe, dann geht es recht bald los. Gebaut wird der Wagen ja weiterhin in der Türkei. Genau, richtig. Momentan halt auch nur auf, du hast gesagt, auf einer Motorisierung, nämlich mit 170 PS aktuell. Ja, ne? Da hat man das etwas vereinfacht, 170 PS Automatik, das ist auch das Gängigste, was die meisten haben möchten. Ja, ja. Und dann wird er später noch mit Hybrid kommen und mit Allradantrieb, also da kommt einiges Schönes auf uns zu. Vielleicht sogar auch als vollelektrische Ausführung. In der Tat, wobei, ich glaube, in die Diskussion steigen wir besser nicht ein. Genau, aber immerhin Plug-in-Hybrid wäre ja schon mal etwas. Du hast gesagt, das Fahrzeug hier ist jetzt schon einer mit Allrad? Nein, oder der ist auch noch ein normaler Zweiradantrieb? Auf der anderen Seite steht auch mit Allrad erhältlich, aber das ist noch ein ganz normaler mit Schaltgetriebe. Also das gleiche Chassis, die gleiche Motorisierung wie der Nugget. Ja, ja. Schauen wir doch einfach mal so ein bisschen ins Detail rein. Wollen wir mit dem Copa anfangen? Können wir machen. Also der Copa, sage ich immer, das ist so das Erste vom Grundriss an den jemand denkt, der neu einsteigt beim Camping. Das ist auch das alltagstauglichste Fahrzeug. Das liegt daran, wenn man hier mal schaut, also hier habe ich vorne schon mal riesig Platz. Und also im Alltag ist das eine prima Sache. Man kann die Bank übrigens nach hinten schieben und noch 2 zusätzliche Sitze einbauen, dann hat man 6 Sitze. Aber jetzt guckt ihr mal den Kofferraum an. Hier kann man nämlich auch den großen IKEA-Einkauf mit reinpacken. So mache ich das immer gerne in 2 Etagen. Man kann oben Jacken drauf werfen und unten schmutzigere Dinge. Wenn man es einmal hochklappt, bleibt es erst oben. Und hier habe ich wirklich Platz. Hier passt eine Waschmaschine rein. Oder auch 2. Oder auch 2 sogar. Also für den Alltag, hier passt eine Hundebox rein. Hier kann ich dreckige Klamotten reinwerfen. Also für den Alltag wirklich
eine richtig klasse Sache. Und vor allem, man kann die Sitzbank auch noch komplett rausbauen, wenn man möchte. Wenn man also noch mehr Platz braucht, also sprich einen richtigen Umzug machen möchte zum Beispiel, Ja, kann man die Sitzbank auch ausbauen. Auf einem Foto haben wir sogar ein Motorrad drin. Es gibt ja auch Verzurösen hierfür, richtig fette, stabile Verzurösen. Und wir hatten dann neulich mal eine Ducati reingestellt. Okay. Schon cool. Dann wird es natürlich nur im Schlafen schlecht. Okay, schlafen kannst du ja am Dach letztendlich. Ne? Schlafen kann man im Dach, dann darf man nur zu zweit fahren. Ja, das ist richtig, ja. Ja, und ein bisschen Benzingestank muss man abkönnen. Ja, ich meine, wenn man Benzin im Blut hat, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Wir haben den Vorteil, dass der Tisch genau wie beim Nugget woanders verstaut ist. Der ist nämlich hier bei dem Kopper hinten in der Heckklappe. Das heißt also, der Tisch ist während der Fahrt ja, aus den Augen raus, sage ich mal, und braucht vorne keinen Platz. Der ist aber relativ komfortabel. Wir können den nachher noch einmal auspacken, weil den kann man nämlich auch draußen benutzen, glaube ich, beim Camper. Soll ich mal auspacken? Sehr gerne, ja. Hätten wir doch vorher proben müssen. Aber ich finde, es muss auch ohne Übung funktionieren. Ja, natürlich, klar. Ja. Ein Bein. Na. Da irgendwas rein. So würde man es innen drin einhängen. Können wir auch gleich mal machen. Und wenn wir draußen sind, kann man halt noch diese beiden Beine ausklappen. Die zweiten Beine und kann ihn einfach draußen hinstellen. Ich mache nur so flüchtig jetzt, nicht? Ja, ja, klar. Ist jetzt nicht eingerastet, aber kann man ihn einfach draußen hinstellen und auch als Autotisch benutzen. Da spart man sich im Prinzip den Campingtisch für draußen. Ne? Exakt, ja. Und finde ich auch von der Größe her ganz in Ordnung. Für 2 Personen auf jeden Fall völlig ausreichend. Ja, stör dich nicht an der Oberfläche, da ist eine Schutzfolie drauf. Leicht anschrägen. Leicht einschrägen, dabei so ein klein wenig verschieben und runterlassen. Ja, wenn es neu ist, man muss es so ein bisschen schieben, damit es richtig reinrutscht. Ja. Denn hier sind Gummipuffern und der Tisch ist auch richtig fest. Okay, das ist ja cool. Das sieht echt nett aus. Und vor allem, ihr passt auch wirklich gut hier hin. Und du hast vor allem auch genügend Beinfreiheit, wenn du jetzt da auch mit 2 Personen sitzt. Allerdings, er könnte jetzt für den Innenraum tatsächlich ein bisschen länger sein. Das heißt also, na gut. Ja, und man kann hier relativ einfach die Bank noch ein bisschen nach hinten schieben. Klasse. Und jetzt kann man sich ja natürlich noch die beiden Sitze hier vorne drehen. Und dann kann man hier auch gut zu 4 dran sitzen am Tisch. Und wie gesagt, in dem Falle könnte er für mich jetzt tatsächlich ein bisschen länger sein. Dass man halt so noch ein bisschen mehr Fläche hat für 4 Personen. Gut, ja, also man hat wahrscheinlich daran gedacht, dass man, wenn man die Tür zu hat, auch noch drum rumlaufen muss. Ja, das stimmt. Denn hast du recht, ich muss ja irgendwie noch vorbeikommen. Ja, hast du recht, ja. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, dass er so kurz ist. Okay, Oliver, jetzt haben wir uns einmal den Kopper schon mal zumindest den ersten Teil angeschaut. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Ford Nugget. Der sieht natürlich ganz anders aus, denn wir haben hier ja das seit vielen, vielen Jahren, eigentlich fast 40 Jahre gibt es den Nugget, glaube ich schon. Ne? Ich glaube 1986. Ich hatte meinen ersten, ich glaube 85, 86 so rum war das. Ja. Der war dann allerdings vom Raumkonzept noch ein bisschen anders. Völlig anders. Der hatte die die Küche hinten, ne? Ganz genau. Man konnte nicht reingehen, von hinten die Flugzeugsitze drin. Ja, also korrekt. Zwischendurch geistert noch einer bei eBay rum. Ich habe immer mal überlegt, man müsste sich jemanden einkaufen für einen Schauraum. Das wäre vielleicht eine gute Sache, den schön renovieren und aber wie gesagt, das Konzept hier mit der L-Küche gibt es jetzt halt wirklich schon ganz, ganz vielen Jahren im Nugget. Hier haben sie es jetzt ein bisschen neu gedacht. Die Möbelfarbe gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist ein sehr schönes, helles Interieur. Aber wie gesagt, ganz anders als im Kopper, denn man hat hier natürlich weniger Platz, sage ich mal, um jetzt mal ein paar große Gegenstände einzuladen oder durchzuladen. Ne? Ja, also die Waschmaschine, die kriege ich hier definitiv nicht mit. Eine kleine. Stopp. Man kann auch hier die Sitzbank rausnehmen und es dort reinbauen, aber alltagstauglicher für größeres Gepäck ist natürlich der Copa. Aber dafür hat dieser hier andere Vorzüge, nämlich im Campingbereich. Ganz genau, denn man kann hier wunderbar, das ist das sogenannte 2-Raum-Konzept, wie man das immer sagt, oder eigentlich 3-Raum-Konzept ist es ja eigentlich richtig. Man kann vorne sitzen im Sitzbereich, man kann hinten stehen und kochen und andere Leute können dann vielleicht sogar oben im Aufstelldach noch schlafen. Das ist ja das, was den Nugget im Prinzip eigentlich einzigartig macht vom Konzept her. Und hier haben wir jetzt im Prinzip fast genauso wie im alten Nugget eine Sitzbank, eine große Dreiersitzbank auf Schienen, die man natürlich auch als Bett umbauen kann. Das schauen wir uns später an. Und natürlich auch einen Tisch und die drehbaren Sitze. Ja, der Tisch ist hier natürlich sehr praktisch. Es gibt den Nugget ja auch mit Schiebetür links. Da wird der Tisch auch woanders verstaut sein. Aber hier ausklappen. Na, Prototyp. Ja, genau. Ausklappen, dann kann man es noch rausziehen. Rüberklappen.
Der ist länger, Stebo. Der Tisch ist tatsächlich länger, ja. Er ist nicht ganz so tief wie im Copa, aber er ist tatsächlich länger. Ist zweigeteilt und man kann ihn halt nicht rausnehmen, um ihn jetzt draußen vors Fahrzeug zu stellen. Das geht hier bei dem Tisch natürlich nicht. Deswegen nimmt man halt noch einen zweiten Tisch mit, der hier, das können wir uns auch gleich mal anschauen, normalerweise in der Schiebetür versteckt ist. Ja, das ist super gelöst und dann hat man zwei Tische. Genau. Leider ist der Tisch beim Prototypen jetzt hier nicht dabei. Aber das gibt es halt in vielen anderen Camper-Konzepten auch so, dass die Tische in der Schiebetür verstaut sind. Also das kennt man auf jeden Fall von anderen Fahrzeugen. Ja, soviel hierzu. Sitzbank, möchtest du auch gleich runter gucken? Genau, einmal Sitzbank. Das ist wie beim alten Nugget ebenfalls so, dass man hier im Prinzip noch ein Fach hat. Das Fach ist tatsächlich ein bisschen kleiner geworden als im alten Nugget. Im Großen und Ganzen aber trotzdem ein großes Fach, wo man eine ganze Menge verstauen kann. Also ich würde da zum Beispiel Auffahrkeile reinpacken. Man kann auch Lebensmittel noch reintun. Wanderschuhe, alles was dreckig ist. An den Seiten hat man noch so zwei kleine Fächer, die man mit irgendwelchen kleinen Krimskrams belegen kann. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das Fach immer noch ziemlich gut nutzbar. Kleiner als im alten Nugget, aber sehr gut nutzbar und Absolut. sehr praktisch. Ja, und die Sitzbank kann man natürlich verschieben. Das haben wir im alten Nugget natürlich ebenfalls genauso. Und es geht hier deutlich einfacher. Oh ja, man sieht das schon. Obwohl es ein Messefahrzeug ist, ein Prototyp, geht das hier wirklich mit einer Hand. Das ist wirklich faszinierend. Sogar von außen. Ja, Wahnsinn. Jo, Das kann im alten Nugget niemand machen. Nee, das ist richtig, ja. Und ich sehe gerade, hier sind sogar noch USB-Stecker dran an der Seite. Also das geht wirklich super einfach. Das ist im Coppa, das können wir uns gleich nochmal anschauen, muss man zwei Hände benutzen, um die Sitzbank zu verschieben. Ja, also früher war es im Nugget schwieriger und im Coppa war es auch schwieriger. Beide haben ein völlig neues Schienensystem bekommen. Dieses hier ist ein Westfalia-eigenes System, gibt es nur bei Westfalia. Okay. Das ist ein Bürstner-System bzw. EHG. Und das gibt es nur in dem Fahrzeug. Funktionieren beide erstklassig. Ja. Jetzt haben wir ja im Vorgespräch schon gesagt, dass das Fahrzeug wahrscheinlich eher so nichts für jemanden ist, der jetzt von einem alten Nugget aufs neue Modell wechseln wird. Das wird wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, denn also das Modell hier, so der Nugget, den wir jetzt haben, ist eher was für die neuen Camper, sage ich mal, oder Leute, die von einem anderen Fahrzeug umsteigen mit einem anderen Konzept oder vielleicht sogar aufsteigen von einem kleinen Mikrocamper. Oder von einem Dachzelt beispielsweise kommen, die dann auch irgendwie größer werden und sagen, jetzt will ich doch was Festes über dem Kopf haben. Ja, also ich glaube, es gibt eine riesige Schnittmenge zum alten Nugget. Es gibt sicherlich viele, die sich für dieses Auto interessieren, die vorher ein Auto mit Seitenküche gehabt haben. Ich denke da immer an den Mercedes Marco Polo. Das ist ein Auto, was von Grund auf kleiner ist, viel Pkw-ähnlicher und sehr schön handlich. Wer von solch einem Fahrzeug zu diesem hier wechselt, der hat jetzt hier auch ein schickes Fahrzeug, hat es handlich und der Innenraum ist viel größer als beim Marco Polo. Also für den ist es ein riesen Fortschritt und der wird da sicherlich glücklich mit dem Fahrzeug. Ja, vor allem auch Automotive, sage ich mal, ist das der neue V710 Transit Custom, also ein deutlicher Fortschritt zum alten Modell. Also ja, also vom Grundmodell, also mich interessiert immer meistens das Praktische beim Camping. Ja. Über das Grundmodell verliere ich immer wenig Worte, ja, das stimmt aber das schon, spricht auch für sich. Der sieht schick aus von außen, er ist ein bisschen rundlicher, also er sieht dynamisch aus, er fährt dynamisch, er fährt besser, er hat eine Einzelaufradaufhängung auch hinten und innen drin viel mehr Assistenzsysteme. Also im Alltag ist dieses Auto den Vorgängermodellen garantiert in nahezu jedem Punkt überlegen. Ja, ich finde das schon wichtig, weil, wie gesagt, gerade wenn so ein Fahrzeug im Alltag genutzt wird, will man ja auch inzwischen halt einen gewissen Komfort halt haben, den man halt aus dem Pkw kennt. Den hat man hier auf jeden Fall. Ich meine, das war schon, als wir umgestiegen sind von dem alten Transit mit dem alten Nugget auf das V362er Modell, war das schon so, dass das schon ein richtiger Fortschritt war. Und das hier ist jetzt noch mal eine Klasse höher, würde ich fast sagen. Kann man, ja, also wenn ich hier reinschaue und alles, was ich anfasse, gefällt mir sofort. Ja, also es ist wirklich sehr schön gemacht, das Auto. Ja, wir haben ja hier in dem Fahrzeug genauso wie im Copa 500, C500 4 Schlafplätze, also grundsätzlich 4 Schlafplätze. Ja. Das heißt, also wir können die Bank unten bauen als Bett. 2 unten, 2 oben. Das kann ich auch gerade mal zeigen. Ja, genau. Ist jetzt ein Challenge, weil der Fahrersitz ist umgedreht. Was praktisch ist, man muss nicht mehr nach vorne greifen zum Sitz verschieben, sondern hier ist der Hebel. Kann ich so nach hinten schieben. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den gedreht bekomme, ohne dass ich die Fahrradtür aufmache. Entriegeln.
Da muss man zugegebenermaßen immer ein bisschen wenig rumzirkeln, ne? zirkeln und Ja. Ja, das ist aber bei fast allen kompakten Campern so, dass man da irgendwie ein bisschen tricksen muss. Ja, das geht aber, ne? ja. Also hier müssen wir jetzt den Sitz tatsächlich noch weiter nach vorne machen. Gut wäre auch gewesen, wenn wir vorher Das Lenkrad das runtergestellt. Lenkrad nach vorne und nach oben gemacht hätten. Ja. Ah ja, so geht's schon. Okay. Gut. Relativ einfach. Ich lasse die Seelenlehne mal gleich so auf Abschussposition, weil ums Bett zu bauen, müssen wir jetzt tatsächlich beide Sitze ganz nach hinten schieben. Hier kann man abends zum Lesen noch sitzen, auf der anderen Seite nicht. Dann den zauberhaften Hebel ganz nach vorne bis zum Anschlag. Und drücken, anheben, das ist wie beim alten auch. Ja, okay, das Einmal kennen wir. reingreifen, dann macht es einen Sitzfläche Klack. umklappen. Ich halte es mal fest, damit es nicht runterschlägt. Das ist jetzt noch ein bisschen schräg. Ich glaube, er muss gleich noch ein Stück nach hinten. Ja. Exakt wie beim alten. Und jetzt Genau, kann den ich den Spalt ein Hebel bisschen ziehen kleiner machen, genau. und dann kriege ich den Ah, ja, Spalt super. weg. Ja, und dann Und? hat man im Prinzip eigentlich dieselbe Liegefläche wie im vorherigen Nugget auch. Na, sie ist ein bisschen von der Größe her ein bisschen kleiner. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Breite von 1,20 Meter hier im vorderen Bereich. Das heißt also von hier bis zur Karosserie. Im Fußbereich wird es ein kleines bisschen enger. Aber die Länge ist genau wie im aktuellen, oder ich sage immer noch aktuellen, also im V362 Ja, Nugget immer noch 1,90. Hier gibt es aber jetzt die Möglichkeit, das hast du auch schon erzählt, dass du da auch was für baust oder gebaut hast, dass man im Prinzip auch die beiden Sitze als Liegefläche mit benutzen kann, für den Kopf zumindest. Wer Ne? groß ist, hat ja schon immer gern sein Kopfkissen hier hingelegt. Ja. Und ich habe jetzt noch, wie auch beim alten, beim jetzigen Nugget, hier ein Zusatzbrett und einen Matratzentopper, der bis rangeht. Dann hat man 2,25 Meter Liegefläche. Ja, das ist also echt ganz ordentlich. Da kann man sogar als großer Mensch auf jeden Fall auch hier unten liegen. Es ist wirklich super schnell zu bauen, das Bett. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, dass die Sitzbank sich jetzt deutlich leichter verschieben lässt als im alten Nugget. Das ist da, gerade wenn die Schienen ein bisschen, ja, ich sag mal, dreckig sind oder sowas, ist das echt ein ganz schöner Akt. Da muss es schon ziemlich Kraft aufwenden, um das Bett zu bauen. Ja. Das geht hier natürlich deutlich einfacher. Sehr schön. Ja, das stimmt. Oben hat sich wenig geändert. Es knickt etwas mehr ab. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil in dem alten Nugget hier vorne wurde es irgendwann niedriger und hier hat man wirklich sehr lange Stehhöhe, dadurch, dass hier so ein kräftiger Knick im Bett ist. Ja, das stimmt. Das ist, da kann ich sogar wirklich stehen als große Person. Ich komme gerade zu dir. Ich bin auch 1,80. Ja. Ja, Ja, ich bin ja noch mal 7 cm mehr. Ich bin 1,87. Also ich habe hier wirklich so ganz leichte Kopfberührung. Also es ist wirklich super. Passt. Perfekt. Ne? Ja. So. Und nu? Runterklappen. Ah, da gibt es auch noch eine Neuigkeit. Packen wir die beiden mal aus. Immer schön symmetrisch runter. Und nach hinten. Jetzt wird's eng. Gucken, ob das funktioniert hier mit uns beiden. Ja, das sieht gut aus. So sieht das aus. Ist dann die Folie drauf. Ja, Liegefläche, ne? Ist ganz ordentlich, finde ich. Ist tatsächlich ein bisschen weniger Platz als im alten Modell. Allerdings haben wir gesagt, du hast davon gesprochen, es gibt die gemessene Länge und Breite und es gibt die gelogene Ich Länge. messe immer zwei, die gemessene und die gelogene. Die gemessene ist die Matratze, die gelogene ist bis zur Wand. Ja, korrekt, also man ja. nutzt es immer etwas breiter. Also hast du im Kopf wie die Zahl? 1,25 Meter breit. 1,25, ja, dann haben wir jetzt fast 1,30 hier. Ja, mit würde ich dem- auch mit, sagen, Mit ne? dem Stoff. Das geht ganz gut. Man kann ja ganz am Rand liegen, man stützt nicht gleich ab, Ja, wie ja, zu ja. Hause auf einem schmalen Bett, wenn man zu zweit drauf liegt. Das funktioniert ganz gut. Im Fußbereich, da bin ich mir sehr sicher, ich muss es nochmal nachmessen, der ist höher. Manche hatten bei dem jetzigen Nugget Probleme mit großen Füßen, wenn sie weit unten liegen, dass sie unter die Decke kommen. Ja, Aber das stimmt. sieht mir größer Ja. aus. Ja, vor allem die Länge ist ganz gut. Trotz des etwas kleineren Daches sozusagen ist Ja. es halt 2,5 Meter von der Länge her. Auf jeden Fall gut nutzbar. Hier Ja. hinten ist es etwas enger zum Stehen und auch zum Kochen. Und deswegen gibt es hier eine neue Funktion. Moment mal. Hier, man muss hier zwei Hebel Zwei Hebel ziehen. Jawohl. Und dann kann ich das Ganze so ein bisschen hoch
hochstellen. Genau. Hoppla. So, Jawohl. das ist die höchste Position. Ist oben ganz schön zum Lesen. Und jetzt haben wir hier unten mehr Platz in der Küche. Ja. Das heißt, wir können jetzt auch bei ausgefahrenem Bett sozusagen die Küche benutzen. Und ja, das schauen wir uns dann so gleich mal an. Und jetzt will ich mal Probe liegen. Ja, los. Ja, Stebo, ich würde sagen, dann klettern wir hoch. 75 Kilo, sage ich ja immer, ne? Also von daher. Ja, locker. Ich muss ja jetzt erstmal dieses Kopfteil wieder runterklappen. Ja, einmal nach oben. So. Das ist für mich das erste Mal, dass ich hier im Aufstelldach liege, generell. Die Leiter kennen wir. Also gemütlich kann- aussehen tut's. ich kann bestätigen, ich habe keine Probleme mit meinen großen Füßen. Ich habe Schuhgröße 46. Okay. Also ich komme mit den Füßen nicht oben dran, ich muss sie tatsächlich anheben. Das ist völlig okay. Jetzt ist natürlich die Liegequalität mit dieser Plastikfolie natürlich nicht so schön, aber man hat hier echt sehr viel Kopffreiheit, deutlich mehr Kopffreiheit als im Hochdach. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das war im Aufstelldach immer schon schön. Ja, wie gesagt, ich liege ja das erste Mal im Aufstelldach, jetzt muss ich ehrlich gestehen. Und das ist natürlich auch toll hier mit den Plissé-Fenstern oder mit den Fliegengazé. Ja, sehr rechts nett. Luft, Ja, links Luft, hinten Luft. Ne? hinten Luft. Also Ja. das ist schon eine nett. gute Sache. Die Matratze kommt mir grundsätzlich ein bisschen dünner vor als im Hochdach-Nugget. Ja, die wird ein bisschen dünner Die sein. ist dünner, die Ja. hat um die 4 cm. Ja. Darunter aber die Froli-Tellerfedern, wie auch im Hochdach. Die machen einiges wett und dadurch kommt man sehr gut mit dünnen Matratzen aus. Ja, genau. Aber auch von der Länge her ist ein bisschen weniger lang als in unserem Hochdach-Nugget. Das ist da. Perfekt. Also ich glaube, wir könnten mal super zu zweit liegen. Ich liege ja auch bei mir im Nugget immer relativ nah am Dach sozusagen. Kuschel mich immer so ein bisschen ans Dach heran. Und ich kann hier super liegen. Also ich muss schon sagen, wenn ich jetzt noch ein Kopfkissen hätte, sehr angenehm. Ja, jetzt kommt die Herausforderung. Vom Bett runterklettern. Gucken wir, ob wir das hinkriegen. Ich mache das mal mit Leiter. Ah, Die Nugget-Fahrer nutzen auch immer die Küchenarbeitsplätze zum Darauftreten. ja, das ist tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit als im Hochdach-Nugget, zumal es hier auch ein bisschen weniger Platz hat zum Bewegen. Aber ist alles machbar, geht alles. Jetzt stehen wir wieder beim Bürstner Copper C500 und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Bett hier unten gebaut wird. Das sieht alles ein bisschen einfacher aus. Also einfacher heißt es nicht schlechter gebaut, sondern deutlich einfacher zum Klappen. Nämlich, das ist wirklich super schnell erledigt. Hier ist auch die kleine Ablage unterm Sitz zu sehen. Das ist eine Stofftasche, ne? Dieses hier hoch. Kann man es runterklappen. Ja. Prototyp, das ging neulich noch besser. Jetzt haben wir es, jawohl. Kopfstützen kann man reinklappen, Sollte man vorher machen. jawohl. Und dann ist es unten. Genau, die hintere Fläche, die haben wir vorher schon runtergeklappt. Das ist aber im Prinzip auch einfach. Die ist mit so einem Arretierungsverschluss einmal nach hinten Ja, klicken. aber und dann- das ist was Besonderes. Das ist auch neu. Was der Nugget oben hat, hat der Bürstner unten. Ich kann hier so eine Lounge-Funktion. eine Lounge-Funktion in ganz vielen Stellen und kann mir hier unten prima eine gemütliche Leseecke machen. Perfekt, dann machst du dir vielleicht noch irgendwo einen kleinen Fernseher hin oder stellst dir ein iPad irgendwo hin, ne, und kannst dann wunderbar Fernsehen gucken. Ja. Das ist nett, das ist sehr nett. Ja, anders als beim Nugget schläft man hier auf der Unterseite von dem Sitz, weil die Teile rübergeklappt werden. Genau, und wenn man die Sitzfläche jetzt wieder senkrecht, waagerecht klappen will, muss man das ganz nach vorne klappen und dann kann man sie hinten wieder runterlassen. Und dann haben wir hier auch eine relativ lange Liegefläche. Ich liege jetzt mit dem Kopf hinten an der Heckklappe. Füße kommen hinten ein bisschen rüber. Das heißt, das sind also nicht ganz 2 Meter, würde ich mal sagen, so 1,90 Meter knapp drüber. Aber hier würde ich tatsächlich nur alleine liegen können, weil es von der Breite her nicht so... Ja, wobei, also ich packe hier immer noch ein Zusatzkissen rein. Das habe ich jetzt für den Copa noch nicht fertig. Und einen Matratzentopper, der bis an die Wand geht. Ja. Und hängt natürlich so ein bisschen ab davon, wie groß man ist.
Aber wenn der eine links sich so ein bisschen an die Wand legt, der andere rechts, also es geht auch zu zweit. Also das Bett ist hier unten 10 oder 20 Zentimeter schmal, breiter als bei dem Vorgängermodell. Und für zwei schmächtige Personen ist das kein Problem unten. Oder für Kinder, perfekt. Ich bin ja schmächtig, also von daher kann ich hier gut alleine schlafen. Ja. Was ich schön finde, ich sehe gerade hier vorne sind nochmal 2 USB-Stecker an der Seite. Hier kann man also auch nachts dann beim Schlafen sein Handy zum Beispiel hinlegen und aufladen. Oder auch wenn man jetzt im Fahrbetrieb hier unterwegs ist. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und ich finde, die Sitzbank ist wirklich super einfach zu bauen. Das hat echt gut funktioniert. Und ich habe vorhin gesehen, das ist, glaube ich, eine Zweiersitzbank oder eine Dreiersitzbank? Eine Zweiersitzbank ist das. Eine Zweiersitzbank, genau. Aber es gibt hier 2 Isofix-Punkte zum Befestigen von Kindersitzen, habe ich gesehen, die es übrigens auch im Nugget gibt. Das heißt also auf jeden Fall familientauglich für Familien mit kleineren Kindern, die noch ein Sitzsystem mitnehmen müssen. Ja. Und wie gesagt, wer mehr Sitzplätze haben möchte, der kann noch bis zu 2 einzelne Zusatzsitze einbauen. Und jetzt gibt es für mich wieder eine zweite Premiere heute, nämlich jetzt schlafe ich mal da oben oder ich kletter mal nach oben in das Schlafdach, was wirklich super geräumig ist. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie ich mich da anstelle, ob das funktioniert. Hier haben wir jetzt eine Besonderheit gemacht. Wir haben nämlich das Schlafdach oben geöffnet, extra für Stevo, damit es richtig schön luftig ist. Und deshalb kann ich das Ganze auch von oben filmen. Genau, das ist nämlich ein Skyroof, so nennt sich das, ne? Nennt sich Skyroof, ja. Genau. Okay, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt klappen wir das Bett einfach mal runter. Das geht hier wirklich auch mit einer Hand. Total simpel und einfach. Von der Matratzenstärke her sieht das genauso aus wie im Nugget. Wir haben ja auch Tellerfedern. Das finde ich auch total klasse. Das ist wirklich ein riesen Komfortgewinn, so Tellerfedern. Also deutlich besser, als wenn man jetzt nur auf einem normalen Brett liegen würde. Und jetzt gucke ich mal, wie ich da oben hochkomme. Denn es gibt hier keine Leiter. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Du hast das eben so toll gemacht, Oliver. Du darfst einfach über die Sitze trampeln oder so eine Art Barrenwände. Eine was? Eine Barrenwände? Wow. Okay, ich bin oben. Und jetzt muss ich die Nugget-Rolle andersrum machen, ne? Oh ja. Oh, das ist ja cool. Wenn man jetzt hier so liegt und dann das Skyroof vorne offen hat. Und jetzt stelle ich mir gerade vor, ich mache mal die Augen zu und sitze hier oben drin und wir schauen aufs Meer, lassen uns die frische Meeresbrise ins Auto reinpusten. Ja, das ist wirklich toll. Das ist echt klasse. Und ja, von der Größe her... Die Fußfreiheit ist noch höher, Stevo. Na, ja, doch, die ist ein bisschen höher tatsächlich, ja. Ich komme allerdings, ja, ich liege hier ziemlich gut an der Kante der Matratze und ja, es ist angenehm. Wir haben vorhin mal gemessen, die Bettbreite hier oben ist ein ganz, ganz kleines bisschen weniger breit als im Nugget, aber das sind irgendwie 2 oder 3 Zentimeter gewesen, das ist überhaupt kein Problem. Die Länge ist auch 2,5 Meter, von daher wunderbar zu liegen. Und mit diesem Skyroof hier vorne, das kann man natürlich auch zumachen, sodass man nur das Mückenschutz sozusagen hat. Das geht wunderbar. Die Fenster an den Seiten sind ein bisschen kleiner als im Nugget. Aber trotzdem kommt hier natürlich durch dieses Skyroof natürlich unheimlich viel Licht und unheimlich viel Luft rein. Das finde ich schon ziemlich cool. Stevo, was sagst du denn zu der Beleuchtung? Die habe ich ehrlich gesagt heute auch das erste Mal gesehen. Ja, genau. Da bin ich gerade zufällig an den Knopf gekommen. Aber wo ist der Knopf? Der Knopf ist in Fahrtrichtung da oben, links. da oben vorne, genau. Also. Oh, kann man... Aber die kann man dimmen. Kann man sogar noch dimmen. Einmal drauf tippen, geht's ganz aus. Ja. Nochmal drauf tippen, geht's wieder an. Und festhalten, wird's wieder heller. Ja, also schon das ist eine cool. sehr schöne Sache. Und ich glaube, das ist sogar so hoch hinten, dass man bei Bedarf sogar andersrum drin schlafen könnte. Das probieren wir mal aus. Das ist natürlich nichts für jemanden, der Platzangst hat. Aber ich denke mal gerade daran, wenn das Auto blöd steht auf dem Stellplatz und hinten höher ist. Ich möchte nicht mit dem Kopfberg abschlafen. Also es ist wie eine Höhle. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass der Dachhimmel ja auch schön mit einem schönen Stoff bespannt ist. Das fühlt sich sehr, sehr wertig an. Du bist vorhin auf die Armlehne getreten. Das versuche ich mit 75 Kilo darf man das. Ja gut, dann ist es in Ordnung. Also das geht tatsächlich ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Und dann klappen wir das nach oben. Und jetzt machen wir einfach hier so einen Schwenk mit dem Arm und zack, das Bett geht hoch.
Ja, das ist wirklich super, super simpel, super einfach. Man muss also nicht wie beim Nugget so ziehen, den Knick überwinden sozusagen, sondern man deutet das Bett einfach an und gibt dem halt so einen Stups nach oben und die Gasdruckfedern schieben das Bett hoch. Ja. Was machen wir da als nächstes, Stebo? Ja, wir haben jetzt geschlafen und jetzt wollen wir uns natürlich auch mal einen Kaffee kochen. Gute Idee. Oder ein Spiegelei braten morgens. Und jetzt wollen wir mal einmal über die unterschiedlichen Küchenkonzepte reden beim Ford Nugget und beim Bürstner Copper C500. Denn die sind grundlegend anders. Das ist klar. Und zwar hat der hier die klassische Seitenküche, wie sie auch in anderen Fahrzeugen verbaut ist, hat den Nachteil, dass man immer am Tisch sitzen muss beim Kochen. Also wenn ich die Nudeln abgieße, muss ich das hier machen. Hat aber auch den Vorteil, wir haben hier sehr viel Platz drüber. Also wir können auch mit zugeklapptem Dach, jetzt ist das Bett hier unten, mit Bett runter und mit zugeklapptem Dach kann ich mir einen Kaffee kochen. Also das heißt, wenn oben jemand schläft, mache ich mir hier schon einen Kaffee. Und auch an der Raststätte, man muss nicht das Aufstelldach hoch machen, man kann immer den Herd benutzen. Das ist natürlich eine praktische Sache. Wasser hat man dann auch immer gleich hier zur Hand. Also das ist alles Fluch und Segen, denn beim Nugget, das sehen wir ja gleich, da mache ich das Ganze im Stehen. Da muss ich das Dach aufklappen, da mache ich alles im Stehen, zeigen wir gleich. Und hier macht man alles im Sitzen, aber dafür ist es immer präsent und immer benutzbar. Ja, das stimmt. Man sieht ja das Fenster da im Hintergrund, also hinter dem Hitzeschutz. Das Fenster kann man natürlich während des Kochens aufmachen, ganz klar. Da hat man also eine gute Belüftung, während man hier den Kaffee kocht oder die Spiegeleier brät. Und das ist tatsächlich im Nugget ein bisschen komplizierter, weil ich denke mal, dass es eigentlich auch wahrscheinlich eigentlich gar nicht erlaubt sein dürfte, dass man dort kocht. Von der Belüftung her, eigentlich muss es offen stehen, Ja. damit man oben die Zwangsbelüftung hat, wegen dem CO2. Und beim neuen Nugget werden wir gleich sehen, die Küchenzahl ist ja deutlich höher. Also da hätte ich schon Bedenken. Ja, also du hast auf jeden Fall. Mein Arm und eine Handbreit, ja. Genau. Das können wir gleich mal im Nugget mal vergleichen, wie das aussieht. Also hier ist auf jeden Fall die Küche absolut nutzbar, auch wenn das Dach zugeklappt ist, ohne Probleme. Ja. Sehr schön. Hier unten haben wir dann auch gleich die Utensilien zur Hand. Eine richtig schöne große Schublade. Also da passt natürlich super ein Besteckeinsatz rein. Da kann ich auch noch Töpfe mit reinpacken und die ganzen Pfannenwender. Und unten noch Platz für Proviant. Hier ist übrigens bei Bürstner aktuell zumindest die Batterie verbaut. Nee, stopp, Das halt. ist Elektroblock. Die Batterie, das war beim Copa 530, Ja. war sie hinten verbaut. Da ist der Elektroblock drin bei diesem Fahrzeug. Das ist neu, das war bei dem anderen Prototypen anders, den ich gesehen habe. Okay. Ja, hier hat man noch ein Fach, wo man im Prinzip auch noch ein paar größere Gegenstände reinstellen kann. Man könnte wahrscheinlich theoretisch sogar, wenn man das Zwischenbrett rausnimmt, hier auch eine kleine Toilette reinstellen. Eine ganz schmale. Das wird schwierig. Du, die habe ich aber auch sogar zur Hand. Könnte man gleich mal ausprobieren. Ah nee, das von der Tiefe her wird es wahrscheinlich nicht. Ja, stimmt, ja. Von der Tiefe und auch von der Breite. Ich habe hier eine 335 Porta Potty, das ist die kleinste. So, Oliver wieder mit seinen Ideen. Ja, Auf den ersten Blick haben wir gerade gesagt, das passt nicht. es passt nicht, Aber- aber Moment, ich nehme das hier mal raus, dann haben wir ein bisschen mehr Platz noch. Die Toilette passt fast rein und hinten ist ein Brett. Wenn es ein bisschen höher ist, geht sie ganz rein. Also, wenn wir das Brett etwas niedriger einbauen, Kannst du dann das oben kriegen wir draufstellen? tatsächlich eine Toilette da rein. Das ist ja cool. Ja. Live-Investigation hier im Video. Wir haben neue Dinge festgestellt über den Bürstner Copper. Ja, das ist so beim C500. Camping. Irgendwie fällt einem Ja. immer noch ein, was es noch nicht gegeben hat. Also das finde ich richtig gut. Der nächste fragt, was ist denn mit einer Trockentrenntoilette? Warte mal gerade. Da kommt er wieder. Trennlino Evo S. Unten, exakt wie beim 335. Das würde auch, passt funktionieren. Rein. Ja, okay. Also hier kriegen wir eine Trockentrenntoilette oder eine Tedford Spültoilette rein. Weltklasse. Das wird so manch einen begeistern. Also hat sich das Video schon gelohnt. Sehr gut. So, es gibt natürlich hier in der Küche auch eine Kühlbox. Die befindet sich hier im Fahrzeug. Jawohl. Klassisch ausgeführt, so wie früher auch im alten Nugget, mit einem Deckel und einer Box unten drunter. Einen Einhängekorb gibt es auch. Serienmäßig. Und die Box ist sehr tief. Deutlich tiefer
als die Webasto. Ist das eine Webasto-Box gewesen im Nugget? Nee, eine Dometic war das im Nugget. Ja, genau. Das hier ist Volterm, anderer Hersteller. Wer jetzt den Copa schon kennt, der weiß, die Kühlbox ist schmaler geworden, weil die ganze Küchenzeile etwas schmaler geworden ist zugunsten des Innenraums. Also in diesem Auto ist der Innenraum ja breiter geworden, die Sitze sind breiter geworden, alles ist breiter geworden, überall ist mehr Platz. Und darunter hat die Breite der Küchenzeile ein bisschen gelitten, was sie aber keinen Abbruch tut. Denn bei dem alten hat zum Beispiel das Porta-Potty nicht reingepasst, bei dem neuen passt es rein. Dadurch ist die Kühlbox auch ein bisschen schmaler, aber da geht genug rein. Ja, genau. Die ist sehr tief und die kleinen Sachen kann man ja auch oben reinpacken, die man immer mal braucht. Butter und so. Also hier würde ich tatsächlich dann auch mit irgendwelchen Boxen arbeiten, wo man halt seine Lebensmittel reintut. Das Stapeln ist da dann deutlich einfacher. Ja. Ne? Was die Copa-Fahrer auch nicht kennen, ist, dass die Klappe offen bleibt. Endlich. Das ist auch eine super Sache. Aber das ging beim alten nicht? Nee, das war so ein bisschen schräger und die fiel immer zu. Da haben wir mal extra so einen Riegel eingebaut hier oben. Okay. Aber bleibt serienmäßig offen stehen, das ist super. Und eine Kühlbox ist natürlich isolationsmäßig immer besser als jeder Kühlschrank zum Ausklappen. Eine Schublade, ja. Und Strom müssen wir echt sparen in diesen Autos. Und von daher, das kann man so nutzen. Ja. Ja, sehr schön. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Küchenequipment im Nugget an. Gehen wir mal rüber, ja? Jo. Jetzt wieder im Ford Nugget. Und ja, die Küche hier ist total anders. Ja, also hier bin ich. Wirklich das außergewöhnliche, einzigartige Konzept im Nugget seit vielen, vielen Jahren mit der L-Küche. Ja, also hier bin ich auch direkt wieder in meinem Element, muss ich sagen. Hier können 4 Personen am Tisch sitzen und ich kann hier kochen. Und wenn ich was koche, kann ich auch gleich die Nudeln hier draußen abgießen irgendwo. Also zum Kochen im Stehen ist das ist wirklich klasse im Nugget. Die Klappen, oder obwohl, sollen wir erst mal gerade schauen, Ja, genau. wenn man es von oben runter klappt? Richtig, genau. Weil wir haben ja jetzt vorhin schon gesagt, im Copa ist es halt ohne Probleme möglich, bei zugeklapptem Dach auch die Küche zu benutzen, oder zumindest den Herd zu benutzen. Und jetzt schauen wir uns mal im Vergleich dazu an, wie es ausschaut, wenn hier das Bett bzw. das Dach runtergeklappt ist. Das Bett ist ja nicht alles. Ja, ich klappe es mal runter. Das Bett reicht schon, Stebo. Ich klappe es gleich wieder hoch. Jetzt klemme ich dich mal kurz ein da. Am besten mal hier von der Seite so ein bisschen. Ja. Denn so sieht es aus. Von der Höhe, eben hatte ich meine Hand ausgestreckt bekommen und über der ausgestreckten Hand noch so eine kleine Faust. Also das ist hier definitiv niedriger. Es ist auch nicht erlaubt so zu kochen, denn hier direkt über dem Herd ist schon das Bett. Ja, genau. Also an einer Raststätte, ich überlege gerade, ob ich so mutig wäre, es trotzdem zu machen. Vielleicht schon, aber das kann man wirklich niemandem empfehlen. Die Brandgefahr ist zu hoch. Es ist eindeutig dann auch eigene Gefahr. Und also ich würde das, glaube ich, nicht machen. Ich würde es auch nicht machen. Zumal, wenn das Dach unten ist, hier oben. Das kann ich ja mal machen. Wir haben ja gelernt, das geht im Nugget dermaßen einfach, dass man es auch mal gerade eben so machen kann. Ehrlich gesagt, dann koche ich hier natürlich in den Knien und das ist echt schon ganz schön eng. Also Kochen im Nugget, da geht nichts dran vorbei, da muss alles nach oben. Also ich probiere das am besten nicht aus, weil bei mir würde das definitiv gar nicht funktionieren. Dann gucken wir uns mal die ganzen Schubladen hier an. Ich glaube, dazu muss da rumkommen. Ja. Ich sehe gerade der Wasserhahn. Der schöne schwarze Wasserhahn, der gefällt mir wirklich sehr gut. Und da komme ich auch gerade drauf. Warm-kalt ist serienmäßig. Beim Nugget ist serienmäßig immer der Boiler mit dabei. Beim Copa nicht. Beim Copa müsste man ihn nachrüsten, auch kein Problem. Aber warmes Wasser ist immer gut. Und jetzt schauen wir uns mal die Möglichkeiten an, was zu verstauen. Nugget-Fahrer werden die Schublade gleich in ihr Herz schließen, denn die ist deutlich größer. Hier passt viel mehr rein. Wobei, der eine oder andere wird noch auf die Idee kommen, das Ding auszubauen. Guck mal, also da gibt es wieder einigen Platz, einige Ideen, noch was zu verbessern. Denn hier könnte der eine oder andere was selbstgebasteltes aus Holz einbauen, Korrekt. Um noch mehr einzubauen. Denn diese Ränder hier hinten auch, die sind unnütz. Da geht noch mehr, aber so ist es schon mal richtig gut. Ja, dann haben wir hier auch eine große Kühlbox im Verhältnis jetzt zur Kühlbox im Copa. Also eine Auszug-Schubladen-Kühlbox ist natürlich
Ja, technisch das Nonplusultra, also das modernste. Wobei bei einer Auszugkühlbox auch seitlich immer so ein bisschen Platz verloren geht für die Mechanik. Also wenn sie von oben wäre, könnte sie größer sein. Das haben sie beim Nugget schon richtig gemacht, denn die Arbeitsfläche hier oben, die ist nicht sonderlich groß. Und da wäre eine Kühlbox von oben, ja, vielleicht nicht so praktisch gewesen. Dann hätte man auch die Schublade hier nicht. Ja. Also ich glaube, die Idee, die Kühlbox da zu verbauen, ist gut. Was mir sehr gut gefällt, ist halt, dass es hier so 2 Trenner gibt, mit denen man den Platz ein bisschen aufteilen kann. Die Box ist allerdings nicht identisch tief. Das heißt, wir haben hier vorne einen etwas tieferen Bereich. Und dieser Bereich wird ab dem 2. Trennsteg hier so ein bisschen höher. Wir hatten aber schon auf dem Caravansalon in Düsseldorf festgestellt, dass hier trotzdem eine große Weinflasche reinpasst, also eine Weinflasche generell. Ja. Die kann man da hochkant reinstellen. Eine 1,5 Liter Wasserflasche passt leider nicht rein. Dann geht die Box nicht zu. Ja, das mit der Weinflasche hatte ich im hinteren Bereich ausprobiert. Da geht es nicht. Ja. Aber hier passen Tetrapacks rein, Milch und Saft. Das funktioniert gut. Ja, unten drunter, dies ist noch ein Prototyp. Ich hoffe mal, hier wird auch noch einen Knopf eingebaut. Man muss die Kühlbox ein Stück rausnehmen, kommt man an das untere Fach. Hier ist einmal der Gaskasten. Endlich ist er schnell zu erreichen, ohne dass man alles ausräumen muss. Und vor den Gaskasten ist auch noch ein bisschen Platz. Da würden zum Beispiel Kochtöpfe hinpassen oder ein paar Flaschen. Auch hier von der Höhe passen da auch die normalen Weinflaschen rein. Also da kann man schon ein bisschen was reinpacken. Hier rechts vielleicht noch ein Brettchen. Wir stopfen ja wirklich immer jede Lücke voll. Wobei da auch schon wieder Kabel sind. Ja, ich finde aber, man muss aber trotzdem ein bisschen aufpassen, weil hier vorne ist ja der Kompressor eingebaut vom Kühlschrank oder von der Kühlschublade. Da muss man halt trotzdem darauf achten, dass man hier die Luftzirkulation nicht behindert. Gerade weil auch der Schrank natürlich komplett geschlossen ist. Und wir haben ja selbst im alten Nugget oftmals auch davon Problemen gehört, dass wenn dieser Raum, der eigentlich nicht für die Aufbewahrung von irgendwelchen Gegenständen gedacht ist, zu vollgepackt wird, dass da durchaus ein Hitzeproblem entstehen kann. Und der Kühlschrank dann irgendwann den Geist aufgibt, weil es einfach da unten zu warm wird. Sollte man vielleicht überlegen, auch wenn es optisch vielleicht nicht ganz so schön aussieht, hier oben vielleicht auch so ein Lüftungsgitter einzubauen, dass halt die warme Luft halt ausströmen kann. Ja, ne? Also das funktioniert so, wie es hier ist. Aber wenn ich jetzt in Griechenland stehe und da sind 40 Grad im Schatten, dann ist es doch gut, wenn das Teil möglichst viel Luft bekommt. Correct. Wobei, was ich dann immer mache, ich mache es dann einfach so ein Stückchen auf, steck was dazwischen und so viel bin ich nicht in der Küche, wenn es warm ist. Dann kriegt er halt auch etwas mehr Luft. Ja, ja. Hier unten ist dann gleich einfach serienmäßig vorgesehen für die Toilette. Da steht jetzt eine Trennlinie Evo S drin. Mit Westfalia-Logo, eine Trockentrenntoilette und wer möchte, kann da aber auch ein Porta Potty 335 reinstecken. Ja, okay. Und es ist nach links und rechts noch ein wenig Platz, lässt auch wieder Freiraum für Gedanken. Also gerade geht es nicht rein. Da muss sie also leicht anschrägen. Sie muss angeschrägt sein, also man muss sie so reinstecken. Aber dann bleibt immer noch links ein Spalt und was da noch links steht, rechts, guck mal, da ist auf jeden Fall Platz, ja. Da kann man noch da wird sich irgendwas finden, was dann noch seinen Platz findet. Also ich würde tatsächlich vielleicht unter die Trockentrenntoilette vielleicht so ein paar Gleitpads drunter machen, dass es ein bisschen einfacher über den Boden gleitet, weil irgendwann hat man einen Kratzer drauf. Auch wenn der Parkettboden oder das Laminat ein bisschen vielleicht robust ausgeführt ist, aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann anfängt zu verkratzen. Schaden tut das nicht. Und es ist ja auch so, man holt sich in der Regel abends das Teil raus, macht es zu, baut dann die Leiter auf, kann ich auch mal gerade machen. Die Leiter wird hier klack, ja, so ein bisschen kann das Teil schon ab. Ja, also es ist also ich würde es nachts schon mal rausholen und irgendwo hinstellen. Dann kann man, wenn man es benutzen möchte, auf die Schnelle die Leiter beiseite stellen und das Teil benutzen.
Ja, stimmt. Das muss man einfach schauen. schauen. Das in der Praxis, gerade die Leute, die sich dann den neuen Nugget kaufen, die werden da sicherlich ganz schnell allerlei vernünftige Lösungen finden, um das wirklich für sich komfortabel zu machen. Das ist bei jedem neuen Nugget-Modell immer so gewesen. Es dauert nicht lange, bis die ersten Optimierungen überall zu sehen sind, speziell im Nugget-Forum oder halt auch in Facebook. In der Tat gibt es da schon eine ganze Menge Ideen für. Irre, total irre. Das geht immer rasend schnell. Ja, ja. Hier kommt man natürlich, wenn man wenn man die Leiter gebaut hat, kommt man natürlich nicht mehr an den Kühlschrank. Aber ich meine, das ist zu verkraften. Denn falls ich doch noch mal dran möchte, gerade die Leiter wegnehmen und noch mal zuklappen, so oft ist ja, also ich wollte sagen, also bei uns ist es so, tatsächlich in der Nacht, wir benutzen den Kühlschrank nachts nicht. Wir stellen uns immer eine Flasche Wasser oben auf die Kühlbox drauf. Wenn man dann mal nachts wirklich mal ein Stück Wasser trinken will, dann geht das auch so wunderbar. Also normalerweise muss man ja nicht nachts an den Kühlschrank und sich einen Joghurt rauszunehmen oder eine Banane oder sonst irgendwas. Ja. Das kommt selten vor. Ne? Ja, ist nicht perfekt vom Handling, aber dafür hat man wirklich einen schönen Abschluss. Man hat hier endlich mal eine ordentliche Klappe, dass man nicht immer gleich reinschaut oder alles rausfällt. Und man hat den ordentlichen Auszug. Und ich denke mal, der Vorteil überwiegt bei weitem. Also optisch sieht das super aus, finde ich. Also ein ganz schöner Möbelbau, wirklich toll gemacht. Auch wurde gesagt Möbelbau. Guck mal hier, das sind immer richtig schöne Edelstahlscharniere mit reichlich Schrauben. Das sind keine billigen Möbelscharniere. Das hält auch schon mal eine Schotterpiste aus und nicht nur eine. Also das ist von der Westfalia-Qualität immer ganz gut. Und wobei man halt aber trotzdem dazu sagen muss, dass das Fahrzeug jetzt hier immer noch ein Prototyp ist. Haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Das ist nicht die Qualität oder der Ausbaustand, der dann letztendlich in den Kauf geht. Aber im Großen und Ganzen gibt das halt schon mal ein ganz gutes Bild, wie es dann im Nachhinein aussehen wird. Ja, aber diese Druckdämpfer hier sind auch gut. Ja, die gefallen mir sehr gut, ja. Es knallt nicht zu. Ja. Toll gemacht. Oliver, jetzt Butter bei die Fische. Reisetauglichkeit der beiden Fahrzeuge, die wir uns heute anschauen. Also wenn ich jetzt mit 2 Personen unterwegs bin, Ehepaar oder Pärchen, und wir machen einen Wochenausflug an die Müritz. Wie kommen wir da mit dem Platz hin? Ich würde mal sagen, zu zweit mit diesem Fahrzeug wunderbar. Es gibt auch einige Kunden mittlerweile, die sagen, ich möchte gar nicht so viel Camping machen. Ich miete mir eine Finca in Italien und möchte auf dem Hinweg 2-3 Tage Zwischenübernachtung machen, auf dem Rückweg auch. Dafür ist das durchaus ausreichend. Es ist ja auch noch, was du jetzt noch nicht gezeigt hast, ist, obwohl das kennen die meisten, der Kleiderschrank ist hier. Ja. Der ist sogar etwas größer als beim Copa. Elektrisches Licht ist natürlich klar, aber hier ist ein Sensor drin, dass das Licht angeht, wenn man die Tür öffnet. Das ist sehr schön. Sehr gut. Und hier vorne haben wir das übliche kleine Fach. Das ist auch, das wisst ihr jetzt nicht, ist dunkel. Das ist schön groß. Hier passt so einiges rein. Hier vorne ist übrigens der Westfalia-Regenschirm. Der Westfalia-Regenschirm, der berühmte. Ja, gut, okay. Also, zu zweit würde ich sagen, komme ich hiermit ganz gut klar. Vor allen Dingen hilfreich ist, dass ich keine Stühle mehr mitnehmen muss, beziehungsweise nicht mehr verstauen muss, denn die sind hier drin und seitlich und den Platz spare ich schon mal. Und wir haben hier ja auch noch das Multifunktionsfach, was ich auch immer noch so ein bisschen vollstopfen kann. Ja, korrekt. Also wir benutzen ja das Fach da unten ja letztendlich auch für den Transport von irgendwelchen Sachen. Wir haben die Matratze zum Beispiel gar nicht drin, weil wir das Bett unten auch überhaupt nicht benutzen, wenn wir zu zweit unterwegs sind. Ich glaube, wir haben im neuen, nicht in dem neuen, also in dem Nugget, den wir jetzt aktuell haben, haben wir, glaube ich, einmal unten geschlafen, als wir mit unserem Sohn mal unterwegs waren. Also von daher ist das auf jeden Fall, wenn man nur zu zweit unterwegs ist, nur oben im Bett schläft, auf jeden Fall nochmal ein Stauraum, den man halt sehr gut nutzen kann. Definitiv. Ja. Wer mehr Platz braucht, ich bin mal ein Freund von Boxen. Ja. Also ich könnte hier mir zum Beispiel noch 2 Boxen vorstellen. 2-Euro-Boxen. Also für mich ist es immer immens wichtig, dass ich mir das Auto nicht verbaue, dass ich es während der Fahrt gar nicht mehr benutzen kann. Hier geht noch der Kühlschrank auf, hier geht noch die Klappe auf. Hier komme ich auch noch, wenn ich das so ein bisschen umräume, an die Küche, um mir einen Kaffee zu kochen. Und die Dinger müssen abends natürlich hier weg. Und dafür habe ich hier eine super Idee. Und zwar passen die zwischen die Sitze. Ja, der Vorteil ist nämlich bei dem neuen Ford Transit Custom, der hat keinen Handbremshebel mehr. Kein Handbremshebel. Genau, elektrische Parkbremse. Und hier kann man natürlich wunderbar diese beiden Boxen verstauen. Ja, das ist jetzt nicht
designtechnisch schön. Aber ich kann dann, wenn ich abends parke, bei der Zwischenübernachtung die Boxen von hinten nach vorne räumen. Man könnte sie auch hier hinstellen, das würde auch gehen. Aber sie müssen nicht raus, nicht ins Vorzelt. Ich kann das Auto trotzdem vernünftig nutzen drin. Wenn ich jetzt statt der beiden Boxen ein SUP geht auch, es geht auch ein Heckzelt. Also oder ein Seitenzelt. Also man kann so ein bisschen was, passt da ganz gut rein, ohne dass das Auto nicht mehr so nutzbar ist. Also ich bin ehrlich gesagt auch ein Freund von pragmatischen Lösungen. Und das ist wirklich eine dieser pragmatischen Lösungen, die man nutzen kann, wenn man dann mal vielleicht mit 2 Erwachsenen und vielleicht auch 1 oder 2 Kindern unterwegs ist, dass man im Prinzip ein bisschen mehr Stauraumerweiterung hat. Oliver, weißt du, wie viel Liter Inhalt diese Boxen haben, diese grauen Euro-Boxen? Ehrlich gesagt, nein. Die habe ich auch ganz neu. Das sind die 60 x 40 Boxen, die gibt es in verschiedenen Höhen. Ja. Was ich cool finde, ist, dass man die aufmachen kann. Ja. Vorne, und es gibt auch welche seitlich zum Aufmachen. Und dann guckt man auch immer mal an die unteren Sachen dran. Also ist jetzt fürs Nugget, ich sag mal, zum Behelf ganz gut. Aber dann gibt es Kunden, die fahren mit der großen Familie in Urlaub. 3 Kinder mit Hund oder 2 Hunden, das ist durchaus üblich. Dann brauche ich natürlich mehr Platz. Und sobald ich hier hinten etwas reinstelle, was größer ist, zum Beispiel eine große Box, kriege ich wieder den Kühlschrank auf, kriege das seitlich nicht mehr auf. Ja, das wird schwierig, ja. Ja, wenn ich mit 3 Kindern unterwegs bin, ehrlich gesagt, da werde ich noch so manches hier hinten reinpacken. Es müssen keine Boxen sein, man kann auch Taschen reinstellen, aber man kommt dann irgendwann an einen Punkt, wo man sich das ganze Auto hinten so voll lädt, dass es nicht mehr so nutzbar ist, wie man es eigentlich möchte. Mal schnell was kochen, mal schnell an den Kühlschrank, mal schnell auf die Toilette gehen, wird dann schwierig. Ja. Und hier stößt es dann auch so ein klein wenig an seine Grenzen. Natürlich kann man es immer umräumen, aber das möchte ich natürlich vermeiden. Da ist dann auch noch mal der Copa vielleicht eine Alternative. Genau, dann gehen wir doch einfach mal gleich rüber zu ihm. Soll ich das mal mitnehmen? Dann nehmen wir es mal mit. Ja. Denn hier kann man zum Beispiel, hier passen 2 Boxen nebeneinander, die hohe natürlich nicht, aber nur mal so vom Vergleich von der Größe, hier passen 2,5 Boxen nebeneinander. Oder es würde auch was quer hinpassen und zwei Querkassen passen nicht. Das sind nur die Standard-Ikea-Boxen, die man ganz gerne hat. Aber hier passt auf jeden Fall jede Menge rein. Und das, also, wenn man für jedes Familienmitglied so eine Box mitnimmt, man kann dann auch nach oben weiter welche stapeln. Oder man klappt das Ganze hoch und packt wirklich alles pickepacke randvoll. Man könnte jetzt den Sitz noch ein Stück weiter nach vorne schieben. Ich glaube, so geht die Heckklappe nicht zu. Den Sitz noch 10 cm nach vorne, dann passt hier wirklich unheimlich viel rein. Und hier kriege ich natürlich für einen 3-Wochen-Urlaub für die große Familie alles mit. Dann ist nur die Frage, was mache ich, wenn ich eine Zwischenübernachtung mache? Das geht auch hier. Am Campingplatz ist es ja kein Problem, da baue ich ein Vorzelt auf, räume alles raus, dann ist das gut. Aber wenn ich mal unterwegs schlafen möchte, ich kann euch das mal gerade zeigen, dazu fahre ich das Bett mal ein Stück nach vorne. Ja, also jetzt kann ich hier hinten alles voll stapeln. Genau. Und ich kann auch schlafen, ohne dass ich meine Sachen nur draußen lagern muss. Sehr gut. Ich sag mal, elegant geht anders. Ein bisschen Kompromiss ist es immer. Pragmatisch. Aber das funktioniert. Ja. So, also die Boxen haben wir jetzt abgefrühstückt, sowohl im Nugget als auch im Copa. Und jetzt haben wir hier ja noch ein bisschen was an Schrankraum. Jawohl. Endlich als Schiebetür. War das vorher, waren das Klapptüren? Vorher waren es Klapptüren. Hinten war es in Ordnung, da kann man immer dran, aber vorne muss man schon immer ein bisschen jonglieren, dass der Sitz auf der passenden Stelle war. Ja. Manchmal war die Lehne hier, dann kriegt man nicht auf. Aber jetzt haben wir 2 ordentliche Schiebetüren und da ist Platz für so eine normale Grundausstattung. Ja. Also ich denke mal, so viel mehr Platz als im Nugget ist ja jetzt eigentlich gar nicht vom Schrankraum her, vom Schrankraum. Ich würde sagen, der gefühlte Schrankraum
Der ist nicht größer als beim Nugget. Das ist ähnlich, vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber da tun wir mir jetzt vielleicht Unrecht. Aber hier ist natürlich die Möglichkeit, das Auto randvoll zu packen und trotzdem noch alles zu nutzen. Denn selbst wenn hier hinten alles voll ist mit Boxen, ich kann ja immer noch kochen und an den Kühlschrank und an die Toilette. Korrekt. Also das ist der Vorteil, den kann man wirklich richtig vollpacken mit Boxen, mit SUP, mit allen möglichen Campingausrüstung. Ja. Schränke sind bei beiden ähnlich. Ja, und wenn man jetzt mal als Resümee im Prinzip zusammenfasst, also ich sag mal, beide Fahrzeuge sind ohne Probleme eigentlich für 4 Personen nutzbar. Beide für 4 Personen nutzbar, ja. Genau, 4 Kinder, 2 Erwachsene, 2 Kinder, 4 Personen ohne Probleme. Der Copper hat ja den Vorteil, der ist von Haus aus als 6-Sitzer zugelassen oder muss man ihn Nee, der ist als 6-Sitzer zugelassen. Man kann den erst so kaufen und wenn man möchte, kann man sich 2 Zusatzsitze kaufen oder wenn man hier in der Nähe wohnt, kann man sich auch mal einen Sitz leihen bei uns. Ja. Aber der ist immer als 6-Sitzer zugelassen und es sind immer aber nur die 4 Sitze serienmäßig mit drin. Das heißt, der Vorteil ist, man kann also mit 6 Personen in den Campingurlaub fahren, dann würden im Prinzip 4 Personen vielleicht im Auto schlafen und 2 Personen draußen in einem Zelt. Zum Beispiel, das machen einige Kunden mit sehr viel Freude. Oder halt andersrum. Also ich stelle mir eher vor, im Alltag 6 Sitze drin zu haben. Wenn ich 2 Kinder habe und dann noch mal Nachbarskinder mitnehmen möchte, würde ich im Alltag dann 6 Sitze reinpacken. Dann kann ich immer fleißig Personen laden und wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich die beiden Sitze raus, fahre nur zu 4. Ja. Sehr schön. Ja, ansonsten als Resümee, ich würde sagen, der Copa ist der alltagstauglichere, den man besser beladen kann. Je mehr man in Richtung Camping geht, desto mehr kommt man auf den Nugget, denn der ist im Campingalltag wirklich deutlich besser zu nutzen. Und je voller man den Nugget packt, wenn er irgendwann randvoll ist und keine Schränke mehr aufgehen, dann kommt man doch wieder zurück zu dem Copa. Also man merkt, die beiden Autos sind so ein bisschen aneinander gerutscht und man tut wirklich gut daran, sich beide anzugucken und mal wirklich zu überlegen, wie nutze ich es im Alltag. Also im Netz könnt ihr euch natürlich alle Videos anschauen, die wir auf unserem Kanal die 2 Mais inzwischen schon veröffentlicht haben. Und die ich veröffentlicht habe. Genau, und der Oliver hat eine ganze Menge Videos natürlich auch zum Nugget veröffentlicht, zu seinem ganzen Zubehör, was er hier verkauft und natürlich auch zum Copa. Ich glaube, zum neuen Modell hast du, glaube ich, noch nicht so viele Videos gemacht, ne? Nein, da hast du so vorgelegt, da musste ich nichts mehr machen. Genau. Aber wie gesagt, zum alten Copa könnt ihr euch auf jeden Fall auch informieren. Den habt ihr auch noch verfügbar hier im Haus? Von dem alten haben wir auch nur noch, genau wie beim Nugget, nur noch einzelne wenige Restposten. Ja. Also sind so gut wie abverkauft und wir freuen uns dann aufs neue Modell. Ja, sehr schön. Aber Oliver, ich sage nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte bei euch. Ja. Und eins noch, ich plane doch noch ein Video mit dem hier. Oh. Und zwar wollte ich mal schauen, wie man wirklich die Küche richtig einräumt. Und da habe ich mir schon allerlei Gedanken gemacht. Okay, das heißt, solange der Prototyp noch hier steht, wirst du in den nächsten Tagen noch ein bisschen basteln. Ja, das wird noch spannend, glaube ich. Ja, dann können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, was da noch auf eurem Kanal oder auf deinem Kanal kommt. Ford Autohaus Hagemeyer oder Ford Store Hagemeyer. Vorsicht, Ford Store Hagemeyer, da findet man ja unsere Pkw-Sparte und den Rest auf Nugget Store. Perfekt. Also, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. In dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag, schönen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und wie gesagt, klickt gerne mal auf unseren Kanal, abonniert ihn. Könnt auch natürlich gerne den Nugget Store abonnieren bei YouTube. Da gibt es auch sehr, sehr viele tolle Videos. Und dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank dir, Oliver. Stevo. Bis demnächst. Ne? War mir eine Ehre. Vielen Dank. Ciao. Ciao.